X-Flip ist die günstigste OLED-FPV-Brille. Man bekommt die Brille für unter 180 €, aber ohne ein Empfangsmodul. Im Lieferumfang ist nur ein Mikrofasertuch, ein Stromverlängerungskabel für den Akku und eine Kurzanleitung dabei. Die Brille hat aber sehr gute Sony OLED-Displays mit 1024 x 768 Pixel, großen 42 Grad Sichtfeld und die Optik kann man justieren mit dem Augenabstand 58 bis 72 mm und vor allem die Schärfe kann man von -7 bis 7 Dioptrien einstellen. Also technisch gesehen alles sehr gut, ähnlich wie die Ishin EV300O OLED-Brille. Hier bei der X-Flip sieht aber das Kunststoffgehäuse billig aus und alle Bedienelemente wackeln etwas. Aber zuerst mal kurz die Bildqualität testen. Hierzu wird ein Empfangsmodul mit Antennen und einem Akku benötigt. Also habe ich ein preiswertes URU-AV RX5808 Empfangsmodul ausgewählt. Als Akku verwende ich ein 2S Lithium-Ionen-Akku von Ishin, eine Box, welche man per USB aufladen kann. Anschließen und den Power-Knopf drücken. Die Brille geht an und ich sehe innen ein super gutes, scharfes Bild. Tolle Kontraste und das Bild ist richtig groß. Könnte so knapp 42 Grad Sichtfeld sein. Ist aber auf jeden Fall kleiner als bei der HDO2 oder Orca-Brille. Ich bin überrascht, wie gut das Bild ist. Draußen bin ich ein paar Runden mit dem Meteor 85 WUP geflogen, der eine einfache KDX-ANT-Kamera hat und das Bild war sehr gut. Hier ist die DVR-Aufnahme von der X-Flip-Brille, die leider immer im Weitformat, also 16:9, aufnimmt. Auch wenn das Video hier 4:3 war. Ändern kann man das Seitenverhältnis bei dem DVR-Modul nicht. Die Hauptfunktion, also das Fliegen mit der Brille, ist hier einwandfrei. Ich habe nur festgestellt, dass nach ein paar Minuten meine Nase etwas drückt, da die Brille eine kleine Aussparung für die Nase hat. Genauso der Kopfradius ist recht flach, also nicht so gebogen wie bei einer anderen Brille, wie hier von der Skyzone 04X. Da aber das Lederstirnband bei der X-Flip-Brille dick und weich ist, sitzt dieser immer noch gut drauf, sodass kein Licht in die Brille einfallen kann. Jetzt könnte man schon fast sagen, eine Top-Brille für wenig Geld, wenn da nicht ein paar grobe Probleme wären, wie der Deckel für das Modul. Es gibt eben keinen passenden Deckel für die Brille. Das mitgelieferte Deckel passt für kein Modul, da alle Module dicker sind. Hier muss man sich leider was selber ausdenken. Leider finde ich hier auch keine 3D-Druckvorlage für die unbekannte X-Flip FPV-Brille. Die Brille hat sogar 2 Modulschächte für also 2 Module. Hier passen die Module von Ishin EV200D rein und können mit den Knöpfen an der X-Flip-Brille dann bedient werden. Aber trotzdem passt hier kein Deckel drauf. Der Hersteller X-Flip ist mir unbekannt, also gibt es auch keinen Kundenservice. Manche vermuten Topsky-Firma dahinter. Vielleicht ist das eine Brille für jemanden, der nicht mehr als 200 € ausgeben möchte und nicht mit einer unbequemen Kastenbrille fliegen möchte. Gerade wenn man Brillenträger ist, finde ich so eine Brille wie die X-Flip besser, wo man die Schärfe einstellen kann. Wer aber auf Qualität einen Wert legt, der sollte aber direkt eine Ishin EV300O, Skyzone 04X, Fatshark HDO2 oder Orca FPV-Brille nehmen. Also, viel Spaß beim Fliegen!